Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned how to talk about your childhood. In this lesson, you will be learning how to talk about the advantages and the disadvantages of life in a city and in the countryside. In the end, you will also learn how to talk about where would you like to live. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So fangen wir an. Let's begin. Lektion 29. In der Stadt oder auf dem Land. The question here is, wo wohnst du lieber? In der Stadt oder auf dem Land? Since the question is with wo, the prepositions will take the dative article. Die Stadt will change to in der Stadt and das Land will change to auf dem Land. Vor- und Nachteile vom Land und von der Stadt. Der Vorteil, der Nachteil. Let's first look at a few advantages and disadvantages of a city and of the countryside. We'll first put some words together and later learn how to make sentences with them. Wir beginnen mit der Stadt. Und die Vorteile sind, in der Stadt gibt es viele Bildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, es gibt viele Schulen, Universitäten, Fachhochschulen etc. In einer Stadt ist auch die Verkehrsanbindung sehr gut. Man hat Busse, S-Bahn, Straßenbahn und so weiter. Man findet in einer Stadt auch ein großes Kulturangebot. Man kann Filme sehen, Theater, Oper und so weiter. In der Stadt gibt es auch mehr Karrieremöglichkeiten. Wenn man in der Stadt wohnt, hat man meistens auch Büro in der Nähe. Und man muss auch nicht jedes Mal längere Wege fahren. Es gibt auch viele Einkaufsmöglichkeiten in einer Stadt. Das Nachtleben ist schön, weil man viele Möglichkeiten hat und man findet in einer Stadt viele Jobs. So these are just some of the advantages that you have when living in a city. Let's go through some disadvantages. In der Stadt gibt es Umweltverschmutzung. Das heißt, die Luft ist verschmutzt und nicht sauber. Es gibt viel Lärm und es ist meistens laut. Weil in einer Stadt viele Menschen wohnen, sind die Wohnungen teuer. Es gibt auch viel Kriminalität. Deshalb ist es nicht immer sicher. And now, let's go through some advantages and disadvantages of life in the countryside. Auf dem Land gibt es meistens mehr Platz für die Kinder. Die Miete für Wohnungen und Häuser ist nicht sehr hoch. So, der Wohnraum ist billiger. Man hat auch mehr Freiraum für Sport, für Haus etc. Auf dem Land ist die Luft auch sauber und frisch. Man findet nicht so viele Baustellen und nicht so viele Staus wie in der Stadt. Man bekommt frisches Obst und Gemüse. Man ist in der Natur und es ist meistens ruhig. So these were a few advantages. Let's go through some disadvantages. Auf dem Land findet man kein öffentliches Verkehr. Meistens macht man alles mit dem eigenen Auto. Man findet manchmal keine guten Schulen. Deshalb müssen die Kinder vielleicht sehr lange fahren. Es gibt auch weniger Kultur- und Arbeitsmöglichkeiten. Für diese Sachen muss man meistens in eine Stadt fahren. So these were a few points
that we have gathered. Now let's learn how to talk about advantages and disadvantages in sentences. You can use the phrases to talk about other topics also. So fangen wir an. Vorteile. Eine Stadt hat den Vorteil, dass es hier gute Verkehrsanbindung gibt. With most phrases, you can use the conjunction das to make sentences. Auf dem Land ist die Luft frisch und es ist ruhig. Das ist vorteilhaft. An Land leben ist es positiv, dass man frisches Obst und Gemüse bekommen kann. Das Leben auf dem Land heißt auch das Landleben. Das Leben in der Stadt heißt das Stadtleben. In der Stadt gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten. Das ist positiv. Es ist positiv, dass man auf dem Land viel Freiraum hat. Ein Vorteil des Stadtlebens ist das Kulturangebot. In this case, you will use the genitive article. Ein Vorteil des oder der ABC ist, und wenn man kein Genitiv benutzt, dann kann man auch die Präposition von benutzen. Zum Beispiel: Ein Vorteil vom Landleben ist die Natur. Ich bin ein Stadtmensch, weil man hier viele Karrieremöglichkeiten findet. Der Stadtmensch oder der Landmensch. Auf dem Land haben die Kinder mehr Platz. Das finde ich sehr schön. Ein Vorteil vom Stadtleben ist, dass man viele Jobs findet. So, hier haben wir gelernt, wie man über Vorteile spricht. Jetzt lernen wir, wie man über die Nachteile spricht. Ein Nachteil vom Leben auf dem Land ist, dass man hier nicht viele Jobs hat. In der Stadt ist es laut und die Luft ist schlecht. Das finde ich nicht akzeptabel. Ich bin kein Landmensch, weil es hier fast kein Nachtleben gibt. Eine Stadt hat den Nachteil, dass die Mieten sehr teuer sind oder dass die Mieten sehr hoch sind. Es ist ein Nachteil, dass man immer lange Strecken fahren muss. Ein weiterer Nachteil ist die Umweltverschmutzung. In der Stadt gibt es viel Kriminalität. Das ist ein Nachteil. Leider gibt es auf dem Land weniger Kulturangebote. So these were some disadvantages of life in a city or in the countryside. Wo wohnst du lieber? Auf dem Land oder in der Stadt? Hier ist eine Antwort. Ich wohne lieber in der Stadt. Ein Nachteil ist, dass es hier viele Leute gibt, aber hier hat man auch ein großes Kulturangebot. In der Stadt findet man viele Bildungsmöglichkeiten und Jobs. Deshalb bleibe ich gern in der Stadt. Und wo wohnst du lieber? You can write your answers in the comment section below. We look forward to them. And if you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded.
If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!